Gemeinde und herzlich willkommen vom Weserstein. Ja, was mache ich hier? Natürlich, ich fahre den Weserradweg. Ich habe vor, ihn bis nach Bremerhaven zu fahren. Normalerweise geht er ja bis Cuxhaven, aber so viel Zeit habe ich nicht. Ich werde zusehen, dass ich jetzt nicht so viel quatsche, sondern direkt loskomme. Wie gesagt, hier habt ihr den Weserstein. Von hier kommt die Fulda, von da kommt die Werra. Und hier haben wir gerade vor uns die Weser. Jetzt habe ich Hanmünden verlassen und folge hier dem Fahrradweg. Leider an der Bundesstraße. Aber ist ja nun mal auch nicht zu ändern. Das wird gleich schon aufhören. Ich halte euch da mal auf dem Laufenden. So, rechts von mir ist die Weser. Ich bin jetzt ab von der Bundesstraße. Herrlich, so wünsche ich mir das. Schön hier rumeiern. Was mir gerade aufgefallen ist, ich habe meinen Helm vergessen. Aber nicht im Auto, sondern zu Hause. Also, liebe Kinder, schaut euch nicht den bösen Onkel an. Man muss einen Helm tragen, ne? Das ist wichtig. Einfach herrlich, das Weserbergland. Erste Sahne. Gefällt mir total gut hier. Die ersten 25 Kilometer habe ich jetzt zurückgelegt. Wir haben jetzt 8:25 Uhr. Jetzt ist mein nächstes Ziel erstmal Bad Karlshafen. 18 Kilometer. Na dann, 18 Kilometer in diese Richtung. Durchs Weserbergland. Attacke. Oh, da habe ich doch noch was entdeckt. Was ist denn das? Hey! Komm! Oh. Da tut sich jetzt verdächtig eine Wand auf. Ich hoffe nicht da drüber. Dann vorbei wäre super. Ich bin echt gespannt, was da jetzt so passiert. Jetzt heißt es erstmal schieben. Aber das tue ich mir hier nicht an, das ist mir zu steil. Oben angekommen. Herrlich. Weserbergland. Jetzt kommt wieder der Spruch, den alle benutzen. Ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro sehen kann, aber da steht Höxter 34 Kilometer, Bad Karlshafen. Mein nächstes Ziel 10 Kilometer. 10 Kilometer, diese Richtung, Abmarsch. Ja, jetzt kommt ein ganz beschissenes Stück. Mal schön hier auf der dicken Straße rumfeiern hier.
wäre lieber da unten irgendwo an der Weser. Einfach fantastisch hier der Herbstwald im Weserbergland. Da kommt auch der blaue Himmel. Ich werde wahnsinnig. Wie toll ist das? Da würde ich mal sagen, herzlich willkommen in Bad Karlshafen. Hier stehe ich auch endlich mal auf der Weser. Ich bin jetzt in Würgassen, nur falls es einen interessiert. Jetzt fahre ich weiter Richtung Höxter, in diese Richtung. Hier habt ihr noch ein bisschen was zu gucken. Hat was, ehrlich, richtig schön. Ich befinde mich auf dem Weg nach Höxter. Vorher kommen aber Lauenförde und ich glaube auch Fürstenberg. Von Bad Karlshafen komme ich ja. Jetzt fahren wir mal weiter in diese Richtung. Auf dieser schönen Brücke habe ich gerade Lauenförde verlassen. Bin jetzt wieder in Nordrhein-Westfalen und fahre Richtung Beverung. Das Wetter ist zwar nicht toll, aber Hauptsache es regnet nicht. Da würde ich doch mal sagen, recht herzlichen Dank. Das ist hier der Anfang irgendwie von Höxter. Hier ist so eine Freizeitanlage. Aber toll irgendwie, so ein schöner See dabei. Schon nicht schlecht hier. Mal gucken. Ja, nach Höxter City geht es da rein. Ich muss aber in diese Richtung fahren. Deshalb fahre ich da jetzt auch lang. Also Sightseeing wird heute ausfallen von Höxter. Wir strampeln einfach mal kräftig weiter. Dafür sind wir auch da, oder? Genau. Hier liegt Schloss Corvey. Welterbe. Welterbe Schloss Corvey. Mein lieber Mann. Das ist ja mal ein krasser Scheiß. Was will man eigentlich mehr? Ein schönes Schloss auf der Seite und Landschaft auf der anderen Seite. Hä? Besser geht doch nicht, oder? Das ist echt der Hammer. Also bis jetzt, Weserradweg, erste Sahne. Jetzt wird es doch ein bisschen stürmisch hier. Sieht auch nicht mehr so toll aus. Ich meine, es sah den ganzen Tag nicht toll aus, aber...
jetzt mal durch. So als Schönwetterfahrer mal die ersten Erfahrungen machen, wenn gleich mal das Unwetter kommt. Sehr verehrtes Publikum, in weiter Ferne sieht man schon Holzminden, zumindest den Kirchturm. Bin ich gleich schon in Holzminden. Bis jetzt hat es noch nicht geregnet oder regnet noch nicht, Gott sei Dank. Vielleicht bin ich ja schneller. Da ist mein Ziel für heute Abend angeschlagen. Bodenwerder, noch 31 Kilometer. Da muss ich hin, da ist mein Campingplatz. Da war ich, Höxter, in Corville war ich auch. Und ja, hier bin ich. Auf dem Weser-Radweg. Ah, der ist auch noch interessant. Also den werde ich auch noch mal fahren. Radweg Deutsche Einheit, müsst ihr euch mal angucken. Ist wirklich ziemlich cool. Wir überqueren wieder die Weser. Und hier ist Holzminden. Nicht schlecht. Schön. Hier weht aber ein steifes Lüftchen, mein lieber Mann. Eieieiei. So, Mittagessen gab es beim Imbiss meines Vertrauens. Hab mir was mitgenommen für heute Abend, weil Kochstunde fällt ja aus. Ja, es ist 2:45. Ich bin fast an meinem Campingplatz, noch 5 Kilometer. Und dann habe ich es auch geschafft für heute. Ja. Jo, Endspurt. Da müsste doch jetzt hier der Campingplatz kommen. Hier ist ein Reitverein. Ja, das sieht doch hier nach Campingplatz aus. Dann habe ich es auch jetzt wohl auch geschafft. Yay. Sehr schön. Da ist sie, die Himmelspforte, mein Campingplatz für die Nacht. Habe ich ihn erreicht. Dann will ich mich mal schnell anmelden und Zelt aufbauen. So, der Tempel steht. Machen wir hier mal einen kleinen Rundumblick. Ich habe diesmal ein Zweimannzelt mit, um ein bisschen mehr Platz zu haben, weil abends kannst du ja nicht mehr so lange draußen rumzaubern. Deshalb ein bisschen mehr Komfort. Was Kuscheliges mitgenommen. Komfortzone -4. Die Dinger lagen auch hier alle. So kann man es aushalten. Nordlicht, Radler, Naturtrüb. Und das vor der Weser.
Was will man mehr? Na dann, Prost. Ui. Sehr schön.